Werden wir sehen. So, hey. Genshin. Achso. Gut, Sarah hatte Geburtstag. Ich war gestern schon drin und habe mal Update geholt und so Zeug. Das Übliche halt. Ich würde sagen, wir machen auch erstmal das Übliche. Das übliche Gedöns ein bisschen. Warum haben wir eine aktive Mission? Keine Ahnung. Aber machen wir erstmal Piano. Wir haben ganz viel zum Angucken. Ganz viel zum Angucken. Habe ich gehört. Und eine 2.8. Würde ich mal sagen. Fangen wir eins nach dem anderen an. Erstmal wirklich ganz entspannt die Dailies. Wo bläst du hin? Okay, Gubba, greif den Ballon nicht an. Zack. So, die Daily haben wir. Dann gehen wir hier rüber. Uneinnehmbare Festung, natürlich. Was brauchen wir eigentlich ein bisschen? Bücherchen, Artefakte und noch anderen Stuff. Okay. Ich glaube, die Minze will mit mir reden, ha? So. Waren da nicht Explosionsfässer? Wir nehmen mal unsere gute Yoimiya mit. Dann haben wir auch mal wieder einen Bogenschützen am Start. Wo bist du, Yoimiya? Hier bist du. Ja, fast. Hallo? More speed. Beg for mercy. Shine down. Shudder. So. Beg for mercy. Crush. Nein, nein, bleib da. So. Dann haben wir das. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Da. Gehen wir zur Gully-Ebene. Laufen rüber. Gehen wir mal kurz in den Gully. So. Tack. Ui. Beim Reden verschluckt. So. Beim Einatmen. Ich weiß ja nicht mal atmen kann ich, ja. So. Ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Wir machen heute ein bisschen Genshin, ne? 1, 2 Stündchen. Gucken wir mal, wo wir ein bisschen landen. Was wir ein bisschen rausbekommen und so. Was ein bisschen wird. Natürlich. Bleib da. So. Stopp, das nehme ich mit. Das brauche ich. Was, 5? Ich habe gerade was mit 5 gesehen. Seit wann ist es nicht mal einzeln einsammeln? F-Spammen. Hey, ich will F-Spammen. Das befriedigt mich. Also, das klingt falsch, aber das befriedigt meinen Lootfinger. So. So, gehe zur fragwürdigen Stelle. Wo ist die? Da drüben. Gehen wir hin. Tschub, tschub. So, wir haben einige Missionchen, die wir machen können. Die einigen Missionchen müssen wir mal gucken. Tatsächlich würde ich mit der Main Story anfangen. Ich habe schon gesehen, es gibt ein Einladungsereignis. Das habe ich schon gestartet und habe ich auch schon gekauft und so. Für die Schlüsselchen. Und es gibt eine Story. Ach so, ich habe vielleicht direkt jemanden gezogen, den ich nicht wollte.
Vielleicht will ich ihn. Mal gucken. Weiß ich nicht. Sie, ihn. Keine Ahnung. Ich habe mir den Charakter noch nicht so angeschaut. Und zwar, ihn. Direkt gepullt. Mit dem ersten Zug. Gestern habe ich mir gedacht, ey, komm, mach's mal. Und das Update drin war und dann habe ich ihn. Und es hat mich so geärgert, weil ich ja eigentlich jemand anders wollte. Quatsch, das wollte ich nicht. Ich war jetzt halt auf, ich habe hier Ding dabei. Sarah Rose. Ich war jetzt echt auf, ich habe Sarah Rose dabei. Ups. Aber ich will ein bisschen, ich will mal wieder ein bisschen mitnehmen. So. Ein bisschen Erlebnispass können wir auch die Woche machen. Jupp, hallo. Ja, natürlich. Ja, es ist Ruhe eingekehrt. So, ich muss mal meine Schlüsselchen wiederholen, gell? Ah, dauert noch. Da, guck, haben wir nicht schon ein Legend. Haben wir keine Mission? Aber ich habe doch gestern noch was gesehen. Bin ich blöd? You want to learn some Favonia's blade work? Bin ich doof? Ich habe doch noch was gesehen. Gestern. Bin ich jetzt doof? Ich habe doch gestern hier was gesehen, bevor ich hier rein bin. Mama, ich muss gerade mal was anderes testen gleich. Thank you for Add Astro. Ich muss gleich mal was anderes testen. Die zwei müssen mal kurz quatschen. Quatscht mal. Knights and aristocrats share the same cultural heritage, but the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. Have you heard about the chasm? Time to scout. Kennt man gar nicht. Hey, ich habe doch gestern noch was gesehen und im Stream, in dem Stream wurde doch auch noch was geteased. Bin ich jetzt doof? War ich die Woche nicht einmal in der Gier? Stimmt, wir haben Donnerstag, ich war doch bestimmt schon mal da. Und hab's es gekauft. Ach so. Jetzt muss ich echt mal gleich was gucken. Für aktuell 24 vorhanden, das zeige ich euch gleich warum. Pass auf. Da gab es nicht was Neues.
Also geht es gar nicht hier? Warte mal, ich gehe nochmal raus in den Mondstadt. Hä? Ich bin gerade sehr verwirrt. Habe ich gestern... Ich habe... Hier. Das ja. Ja gut. Also das Ziehweise neu. Vorbereitung, das haben wir alles. Da bin ich durch. Da ist nichts mehr. Aber ich bin echt verwirrt. Hier bring eine Geofigur außer den Reisen auf 4. 4. Hydro, Elektro, Kryo und Pyro. Das haben wir alles. Hier auf 3, auf 2, auf 1. Das ist alles nichts Besonderes. Der Reiseführer ist soweit wie das. Ich bin aber gerade hart verwirrt. Ehrlich. Ich würde mal sagen, wir machen das Übliche, was wir sonst immer montags machen würden. Mal kurz ein bisschen durchgucken. Ah, guck mal hier. Ja. Hat sich schon erledigt. Davon habe ich nicht so viele. Davon habe ich auch nicht so viele. Guck mal, warum habe ich da überall Krebse? Ah, guck mal, das können wir mal noch ein paar Mal machen. Tschüpp. Der war auch ganz nice, gell? 5 Stück, das heißt, wir stellen davon, für uns geht vielleicht noch 15 her dann. Weil wir haben dafür alles. Weil wir könnten auch mal durchgucken, so, aber der war echt ganz nice. So. Automatisch zubereiten, 15 Stück. Tschüpp. Ich habe ein Haar. Nerv. Zack. Dann haben wir nicht das auch. Dann gehe ich mal hier runter. Ja, ich war mir sicher, dass das Dendro-Gebiet jetzt kommt. Ich war mir jetzt hundertprozentig sicher, dass das Scheißteil endlich mal kommt. Irgendwas habe ich doch gestern auch gesehen. Bin ich doof? Also voraussichtlich ja, aber was? Das ist auch neu. Blutrote Nacht. Wird während der kostenlos zeitlich begrenzten Aktion reißende revisionäre Vision zu erhalten sein. Pass auf hier. Während der Version 2.8. Resonierende Vision. Und wann ist die? Am 8.7. So. Vor allem, da steht 8.7. Und das kam ja erst alles gestern rein. Bin ich jetzt dumm? Gestern kam das Update. Hier, 8.7. Oder war das einfach dann hier schon? Wann ist das? Oh, oh. Ich habe ein Problem. Ja, wann ist denn das? 2.8. Auf den 2.8. Was? Ah, hier. Ab dem 15. Ab morgen, oder wie? Ah, okay. Okay, okay.
Aber kommt hier jetzt immer noch nicht irgendwas? Teil 1. Ab dem 11.07. Genau. So, als erstes haben wir ihmchen hier und halt die Gebete. Ja, die Gebete. Aktion Sommeraufenthalt am Meer. 15.07. Also ab morgen. Okay, bis Ende der Version. Blutrote Nacht. Das wird das Sommerfestival, Sommerfest sein, ja. Ein Sommeraufenthalt am Meer. Am 2.8., nee, ab dem 22. bis zum 22.8., okay. Ach so, das ist die Kleidung. Legendenauftrag, den haben wir. Das Einladungsereignis, ja. Zwist im Verborgenen. Ab dem 15., nee, ab dem 27., okay. Das übliche Blödsinnszeug, okay. Okay. Hoffen wir mal, das klappt alles. Ich habe ein bisschen Angst gerade, dass irgendwas passiert, nämlich gerade. Ich muss mal kurz das meine Show da mal in die Leistung gehen. Ich so ein kleines Problemchen. Ja, ernsthaft, ich habe ein kleines Problemchen, nämlich mein Rechner macht die Grätsche. Ist das Netzteil? Könnte vielleicht auch ein bisschen das Kodierungsproblem sein, aber Netzteil ist schon bestellt. Kommt morgen an. So, was machen wir denn? Wen verprügeln wir? Ich würde sagen, wir machen ein paar Bosse. Also, wir haben ja noch Jelan zum Hochdüdeln. Ich würde halt echt sagen, verwuscheln wir erstmal unser Harz. Oder? So, Jelan. Du gute Dame. Ach, du hast schon alles. Na dann, ab dafür. Bam. Ein Gebet? Ich nehme es gern. So. Wir gucken mal, ob wir die hier vielleicht herstellen können. Die Wasserteile. Schauen wir mal. Einfach mal gucken. Gucken kostet nichts. Wasser. Ich glaube es nicht, dass es wird. Also ehrlich, ich denke nicht, dass wir es hergestellt bekommen. 4. Ja, 4 ist ja schon mal was. 4 ist doch schon mal was. Wovon habe ich denn ziemlich viel? Geo. Von dem Geo-Gedöns habe ich echt viel. Komm, wir wandeln mal ein bisschen um. Wo ist denn die Wasserkugel? Die große. Hä? Alles ist dann... Was zur Hölle? Ach, die ist hier unten. Ach, weil ich keine großen Kugeln habe. Hahaha. Warte mal. Rezept ändern. Ja, vielleicht nicht hier, sondern das Rezept ändern. Guck mal, Geo haben wir echt viel. Und Eis haben wir auch viel. Da ich bis Geo erstmal gut warten werde, wandeln wir mal hier schnell 35 um. Ich weiß, ich hätte keine 35 gebraucht, aber warte mal. 6 Stück, oder? 3 braucht man. Dann haben wir erstmal wieder ein paar. Tschupp. 2. Das heißt, ich spare mir hier schon mal ein bisschen Harz. Denn ich muss die gute... Was hast du für Ruckler gerade gehabt? Die gute, das Wasserding da nicht wegprügeln. Sondern es ist einfach nur noch ein bisschen das Würmchen. Das Würmchen. Und das Würmchen in der großen Kluft, das kriegen wir doch weggeprügelt, oder? Das kriegen wir weggehauen. Würde ich mal behaupten. Ja gut, komm, wir bleiben. Saccharose und so werde ich eh nicht wirklich verwenden.
Hm. Let's do that. Rusty, read it. Shudder. Hey, Mates. Yeah. Crush. Covenants of the deep. Hold the line. Ich klicke einfach weiter, der wird schon irgendwann rauskommen. Wie jetzt zum Beispiel. Beg for mercy. Vengeance will be Hey, mine. Mates, ich sehe dich aber. Ich sehe dich. Crush. Ich habe was gesehen, das mir gar nicht gefällt. Gerade im Augenwinkel. Naja. Shudder. Here come the fireworks. Beg for mercy. Allow me. Illusion shattered. Now you shall perish. Crush. Miet. Ah, guck mal, wenigstens 3 Stück bekommen. Ist doch schon mal was. So, wir brauchen aber auch für Sayo. Für die gute Sayo brauchen wir auch noch ein bisschen was. Miet, du nervst. So. Ach, guck mal, deswegen habe ich so viele Geoteile, weil ich hier auch Geoteile die ganze Zeit bekomme. Und da brauchen wir noch ein bisschen Ding. Ich glaube jetzt Magu Genki gar nicht. Ich fokussiere mich weiter auf Miet, hopp, husch. Ich fokussiere mich weiter auf den Herrn, auf das Würmchen. Time to scout. Hier war nichts, gell? Das war eher alles hier irgendwo. Da genau, das ganze Kristallmark sammeln wir ein. Weil das brauchen wir ja. In Mengen noch. Für die gute Sayo. Für die gute Sayo brauchen wir das noch. Alter, hör auf damit. Komm schon. Sagen wir so, wenn mal kurz hier was passieren sollte. Beg for mercy. Freeze to the core. Bitte ich um Nachsicht, denn mein Netzteil läuft auf dem letzten Drücker. Ich ist schon bestellt, aber es dauert halt immer, bis so Zeug kommt. Weißt du? Es soll morgen kommen. Ich hoffe, es kommt morgen. Mehr kann ich auch nicht sagen. Wenn es morgen nicht kommt, kommt es morgen nicht. Ich schaue, dass ich es schnellstmöglich umbaue. Sobald alles da ist. Aber wenn es noch nicht da ist, ist es halt noch nicht da. Ich gehe mal ein bisschen runter mit den Lüftern, was nicht gut ist. Wie die Grafikkarte schon warm wird. More speed. Ich versuche gerade so wenig Bums vom Netzteil zu bringen, wie es geht. Ja, aber es ist mir ja in das Stream schwierig. Das hatten wir schon mal bei Borderlands, könnt ihr euch noch erinnern? Borderlands 3 vor x Jahren, wo es ja noch relativ neu war. Hatte ich ja auch Probleme, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. In dem Moment, wo der Rechner auf Last geht, schmiert mir alles ab. Und ja, das war auch der Fehler, den ich damals hatte. Ich habe es einfach rausgefunden. Gestern hat er gespackt, der PC.
Und ich habe dann halt so habe Fuhrmarks durchgetestet, Grafikkarte immer aufs Limit gejagt. Nichts, alles in Ordnung. Nichts passiert. Festplatte ist ausgestiegen gewesen. Denke mir, hä, was zur Hölle? Prime 95 reingeknallt. Alles gut. Nichts Auffälliges. Crystal Mark. Nee, Crystal Disk, nicht Crystal Mark. Crystal Mark, ja, sammle ich ein. Crystal Disk laufen lassen. Nichts Auffälliges. Naja. Geguckt. Dann habe ich mal gedacht, komm, probierst das. Machst alles auf einmal. Time to scout. Als ich alles auf einmal war der Pete, war ein Fehlerchen da. Deswegen habe ich Angst, dass mir das heute noch einen ganzen Geist aufgibt. Guck mal, 2 Stück haben wir hier noch bekommen. Gut, das Würmchen sollte respawned sein, oder? Ah, stopp, Chichi will mit uns reden, das machen wir gleich. Dürfen wir nicht vergessen. Das Würmchen ist wieder da, wir haben genug Zeit verblödelt, denke ich. Das Würmchen ist da. Oder sollte wieder da sein? Ist es da? Ja, es ist wieder da. Ja, nicht bekommen und dich kriege ich auch nicht, weil ich schon zu tief bin. Scheiße. So, guck mal einfach mal. There is no escape. Hold the line. Crush. Hier mir Q hebe ich mir wieder auf, wenn er durchdreht. Wenn er mir wieder eins in die Schnauze hauen will mit seinen Kügelchen da, die er zusammensammelt. Bleib da. Kommst du wieder? Beg for mercy. More speed. Ach, jetzt machst du das hier. Lass mich los. Hold the line. Go bishop down. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Flood of frost. Crush. Billowing surge. Allow me. Du. Tschüss. War schön mit dir. Tschüss, Würmchen. Zack. Da haben wir das. Zack. Ach so, Artefakte hochholen. Nur mal so. Durch das, was es da jetzt gibt in der Exkursion da. Im Büchchen haben wir vielleicht ganz viel Zeug bekommen zum Artefakte hochholen. Das Büchchen zeigt es hier nicht an. Achso, ja gut. Vielleicht habe ich hier unten jetzt ganz viel Zeug. Alles aber nur lila. Alles nicht so der Rede wert. Was ist das? Heilungsbonus interessiert mich nicht. Lebenspunkte. Lebenspunkte hebe ich mir mal tatsächlich auf für sie, weil sie mit Lebenspunkten skaliert. Und vor allem auch hier haben wir einen Arsch voll. Nur mal so. Also wir haben verdammt viel. Aber wir quatschen mal kurz mit Chichi. Chichi. Hello. Oh. Hi. It's you. I remember you. Was? Du erinnerst dich an mich? An mich? Möchtest du mit mir reden? Chat? Chat. That would be nice. Chatting with you would be great. But Gibt es ein Problem? I'll forget. I'll forget everything we said. I'll forget what your voice sounded like. And the happy feeling.
I'll forget that too. Ich komme jeden Tag zu dir und rede mit dir. Every day? So every day will be happy? Oh, das ist süß. Chi-Chi wants to smile. Ah, was für ein süßes Lächeln. It's because you're here. Okay, das ist wirklich süß. Okay, das war echt putzig. Wir gehen mal kurz rein. Vielleicht will innen auch jemand quatschen. Gucken wir mal kurz. Hüpf. Einfach mal schauen. Wir haben ja ein paar... Ich glaube, wir waren erst drin, aber wir haben ein paar ausgetauscht. Einfach mal gucken. Will hier einer reden? Nö. Will oben Janfee vielleicht mit mir reden? Die steht gleich da oben. Janfee! Du willst auch nicht mit dir haben wir schon gequatscht erst vor kurzem, gell? Guck mal, der Hund läuft mir direkt hinterher. Hallo, Hundi! Hallo, Hundi! Hallo, Hundi! Hilfe? Hundi! So, Hundi läuft hinterher, ganz brav wie er ist. So. Dann gehen wir... Jetzt haben wir mit ihr gequatscht. Können wir mit keinem quatschen. Ich glaube, der Kollege ist noch nicht respawned. Können wir höchstens mal bei Jellan gucken, kurz nach den Artefakten. Mal kurz verwurschteln. Wenn wir noch ein bisschen Blödsinn haben. Ja, guck mal. Wir könnten sogar direkt 2 Sachen verwurschteln. Sie hat ja 2 Sachen. Bup. Da, 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 da. Ich bin mir ziemlich safe sicher, dass wir beide Artefakte auf 20 hochkriegen. Artefakt 1. Tatsächlich möchte ich auf keinen Fall alles auf einen Schlag reinbauen. Reinhämmern wegen der Verstärkung. Lebenspunkte in Prozent. So nicht mehr wie 5, weil sonst tut mir das zu sehr weh. Falls mir irgendwie 5-fach oder doppelt oder sonst irgendwas bekommen. Weißt du? Wenn wir gerade so die Auswahl haben oder so die Möglichkeit haben. Will ich auf keinen Fall... Ja, okay, jetzt können wir es rein. So, das verpassen. So, toll, jetzt haben wir immer noch über. Immer noch über. Wir haben immer noch 107 davon übrig. Okay. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Das ist okay. Ging schneller weg, als ich erwartet hatte sogar. Lass mich raten, das Mora haben wir fertig. Hier. Sag ich ja, Mora ist schon ausgegeben. Chip. Ab dafür. Hauen wir ihm noch mal eins auf die Nuss. Hauen wir ihm noch mal eins auf die Nuss. Auf die Rübe. Da ist er nämlich. Ich hasse den Schmetterling. So, und danach würde ich sagen, Artefakte holen. Artefakte wiederholen. There is no escape. Rest and reave it. Beg for mercy. Shudder. Crush. Illusion shattered. Beg for mercy. So. Ach, jetzt macht er wieder das. Hör auf damit, das ist nicht schön. Das nervt nur.
More speed. Bleib da! Doch, Junge, hätte ich da stehen bleiben sollen. Shudder. Vengeance will be mine. Na komm. A fist of reprise. Danke. Torn to oblivion. Du. Bleib doch da. Covenant of the deep. Tschüpp. Was machst du? Nicht, bleib da. Crush. Auch jetzt machst du das hier. Big. Au. Fall oben. Junge. Weißt du, bist nicht mehr so stabil. Shudder. Nee. Crush. Shudder. Schon wieder? Ja, okay. Fire hazard. Mach die ja so kaputt. Okay. Tschüpp. Dann haben wir das. Also ich denke jetzt einfach mal, das könnte halbwegs stabil laufen, bevor... Okay, nice. Lass uns mal kurz gucken, wo wir beim Stand bei Jellern sind. Zack. Zack. Brauchen wir noch ein paar. Ein paar brauchen wir noch. Gut, Mondstart. Ich würde sagen, wir brauchen an sich ein paar Bücherchen. Wollen wir einfach mal ein paar Bücherchen jagen? Oder warte mal. Ich habe vorhin schon was gesehen. Warte mal. Elementaranhäufung. Okay, komm. Machen wir die weg. Zack. Und zwar, ich habe angereichertes Harz. Ich war ja gestern kurz drin, um umzuwandeln. Machen wir mal schnell die Kügelchen hier. Die paar. Die Handvoll. Wenn wir die haben, würde ich sagen, wartet da so ein kleines Dingchen auf uns, ha? Also eine Kleinigkeit. Hier kommt Feuer und Ding raus. Feuer und Elektro, oder? Allow me. Beg for mercy. Blood of frost. Shudder. Illusion. Nein, ich wollte dich treffen. Ich war zu weit weg. Ich hab gedacht, vielleicht treffe ich dich noch so schön. Schade. Zack. So. Das mit der Zahl da unten ist aber neu. Definitiv. More speed. So, wir sind faul, also machen wir den hier. Wir sind ja immer lauffaul. Schade, ich habe gehofft. So, noch mal wieder Feuer, was rauskommt. Lin? Nee. Du bist immer so weit weg. Shine down. Crush. Beg for mercy. Aua. Shudder. Du fliegst weg, aber nimmst keinen Schaden. Tschüpp. Wir löschen euch. Rest and rebuild. Tschüpp. Das Blubberbläschen auf Doom. So, wir sammeln erstmal alles ein. Parameterumwandler könnte auch soweit sein. Ich glaube, ich habe nämlich letzte Woche vergessen, fällt mir gerade so ein. Einfach gerade, weil ich auf Wasser rumlaufe. Wo ist er? Ja. Zack. Und ich halt Blödsinn einsammle. Tschupp. Jo. Du. Zack. Dann flitzen wir mal darauf. Nehmen das nächste noch mit. Und gucken mal.
Zum nächsten Kügelchen. Die waren so schön quadratisch angeordnet. Die Vögel. Kurz ein bisschen Ausdauer. Hopp. Das sollte reichen. So. Darfst du nicht umfallen? Vengeance will be mine. Shudder. Hold the line. Crush. Au. So, haben wir noch angereichertes Harz bestimmt? Ich habe doch erst 3 gemacht. 5 hatte ich. So. Ich war ja 2 Tage nicht in Genshin. Aber wir lassen gewisse Spiele jetzt erstmal außen vor. Bis mein System wieder vollständig läuft. Bis dahin ignorieren wir die mal. Ich hau euch mit um. Ihr werdet nicht gleich nerven. Ach, du kommst gar nicht? Ja, ach, jetzt kommst du oder was? Au. Danke. So. Da oben müsste... Das war die Anemo-Kugel, gell? Wenn ich mich nicht täusche. Schon lange nicht mehr Kügelchen im Mondstadt gemacht. Und mein Hirn ist doch wie ein Sieb. Tschüpp. Wie heißt es denn? Windteil da? Ja gut, dass wir Bogenschützen dabei haben. Tschüpp. Jo, einmal noch. Da drüben die bösen Schatzräuber weghauen. Dann haben wir das nämlich auch alles einmal fertig. Da wäre jetzt noch Sache... Ja gut, Sache Rose. Die stehen relativ weit auseinander. Leider. Die stehen gefühlt immer so weit auseinander. Habe ich gerade alle Bären auf einmal eingesammelt? Nee. Hey ihr. So, zack, haben wir das auch. Dann haben wir einmal unser ganzes angereichertes Harz verjagt. Was wunderschön ist. Dann kann ich nämlich hier noch ein bisschen die Charakter hochziehen. Yelan und so. Tschüpp. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Yelan hier. Ey, meine... Nein, ich habe keinen Woche mehr. Ich bin pleite. Ich bin pleite. Schon wieder. Hey. Mal wieder blank. Okay, was nicht schlimm ist. Gibt ja morgen auch noch Tage. Dann hauen wir halt die Mora-Kügelchen. Wieder ein bisschen. Wobei, vielleicht nicht morgen. Ja, mal schauen. Mal schauen, ob ich morgen dazu komme. Weil mein Auto ist in der Werkstatt. WC ist doof. Ich habe
morgen auch schon wieder echt viel zu tun. Heute wäre ich eigentlich beim Zahnarzt gewesen und hätte es vielleicht gar keinen Stream gegeben. Das war nicht viel Damage. Geredet hätte. Aber... Ja. Ich wusste nicht, ob ich morgen da bin. Ob ich heute dann. Hatte ich aber ein bisschen am Discord angekündigt. Wenn ihr mal halbwegs auf dem Stand bleiben wollt, immer im Discord. In Sachen Streams, was da passiert, sage ich immer Bescheid. Ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht so, da muss ich mal Trio fragen, ob der mir mal was machen kann. Trio. Trio ist mir da bestimmt eine gute Hilfe. Der kann so Zeug. Trio ist krass, was der kann in Sachen grafisch am Computer. Da muss ich mal fragen oder auch zeichnen. Der ist richtig krass in so Zeug. Wieso gehst du jetzt nicht kaputt diesmal? Shit. Diesmal ist er nicht kaputt gegangen. Ja gut, hat nur das Blubberbläschen gefehlt, ja? Schade. Ich bleib hier stehen. Schon wieder? Okay. Junge, du wirst gefühlt von jedem Mal nerviger. Geh kaputt. So. Zack. So. Dann haben wir das. Dann fehlt ja... Was habe ich denn jetzt fertig? Achso, mein Daily Hearts, gell? Tschüpp. Ja, die und die werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Die zwei hier. Das nicht. Ach, das Schmieden könnte auch fertig sein. Ja, das ist sowieso. Ja, 4 Gebete und ich habe jemanden gezogen, den ich will. Den ich aber auch nicht kenne. Aber ich würde sagen, das ändern wir jetzt halt mal, während mein Kaffee leer ist. Kaffee ist leer. Nein, mein Kaffee. Mein Kaffee. Oh. Das macht mich traurig. Ich will übrigens mal gucken, was ich für Yelan noch brauche an Artefakte. Kelch und Krone, gell? Das heißt, das, was ich habe, bringt mir gar nichts. Okay. Ja, ausprobieren. Kasua, dich kennen wir ja. Klee will ich unbedingt ausprobieren. Ich liebe Klee. Ich mag die Kleine. Ich mag sie. So, Kasua, dich kennen wir. Du bist cool. Du bist echt cool, muss ich schon sagen. Clouds high. The birds call. Kasua ist nice. Ich weiß es. Er ist geil. Aber ich will lieber Klee. Klee will ich. Klee will ich wirklich. Ich will die gute Klee. Daher, ja. Aber wir können sie auch ausprobieren. Du brauchst die Pilze? Oh Gott. Aber Klee, für dich mache ich alles. Da sammle ich auch die Pilze. Wenn es die schlimmsten Dinger sind überhaupt. Oh Gott, ist Klee putzig.
Oh Gott, ich will Klee. Einfach nur, weil sie mega süß ist. Und Explosionen macht. Und gern fischen geht. Aber ich werde in Genshin keinen Cent reinschmeißen. Nur ich will jemanden ziehen. Jetzt probieren wir dich mal aus. Den Erlebnispass werde ich voraussichtlich wieder kaufen. Der 10er ist jetzt nicht so dramatisch. Aber alles andere, ich weiß fein nicht. Quatsch, ich will hier kurz was anderes machen. So. Mit was kämpfst du? Was hast du für eine Waffe? Ein Cut? Let's dance. Wir haben da bestimmt irgendwas. Direkt voll. Ready, steady, go. Oh, so sorry. Direkt voll. Alter, du bist ja ein richtig harter Cure-Filler, mein Freund. You're toast. This moment will be frozen in time. Confess! Du bist ja ein richtig harter Cure-Filler. Ballerst du denn nicht eigentlich Cure auch in einer Sekunde voll? Auch nice. Echt auch nice. Also ohne Scheiß auch nice. Aber nein. Na komm, machen wir's. Machen wir's einfach. Tut doch nicht weh. Give up. Your life is mine. Ich bin halt echt kein Freund von ihr. For a little shock. Blitz. Let's spark. Also ich bin echt kein Freund von ihr. Leider, ich hatte sie viel cooler erwartet gehabt, aber ich bin echt kein Freund von Ningguan. Echt nicht. Vielleicht spiele ich sie auch einfach falsch. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ist ja immer so eine Sache. Thomas tatsächlich finde ich ganz okay. Der ist in Ordnung. Zwar nicht unbedingt auch mein Lieblingscharakter, aber er ist okay. Er ist in Ordnung. Muss ich ehrlich sagen. Don't get too close. Boba, get them. Freeze. Supporting fire. Check this out. Don't get frostbite. You're toast. Thomas ist echt in Ordnung. Aber du kriegst halt hier beim Testen auch genau die Gegner entgegengeworfen, die du sozusagen die du natürlich so erst Feuer. Er kriegt ganz viele Eisgegner. Weißt du? Und sogar noch Xiangling rangestellt. Kaya habe ich jetzt nicht ganz kapiert, warum der da war. Aber hey. Kaya war auch da. So, dann haben wir das auch. Pass auf, dann mache ich ein ganz kurzes Kaffeepäuschen. Also ich hole mir wirklich nur einen Kaffee. Und dann machen wir noch
Warte mal. Acer Palata Dingsbums. Der hier. Das da. Ganz kurzes Kaffeepäuschen. Da bin ich wieder. So, Kasua. Dein Legendenauftrag. Ich komme. Warum da? Bitte oberflächlich. War da nicht die Höhle unten drunter? Hey Bloxy. Black Bloxy. Hey Black Foxy. Das halbe Wort habe ich verschluckt. Hi. So. So, gehen wir mal hin. Sagen wir mal Hallo zu Kasua. Ganz gut und selbst. So, jetzt hören wir uns mal deinen Legendenauftrag hier an. It's been a while since we first set foot on Inazuma. Naja, So many things have happened since then. 10 Minuten ist her. Was ist denn in 10 Minuten passiert, Paimon? Erzähl mal. Yeah, we've definitely made some progress on our journey. So, where should we go today? Warte mal. What's up? Da schleicht sich jemand ran. Ach, der. Vorsicht. Ja. Hey, what the heck was that for? Doesn't want to talk, Hey. huh? All right, let's convince him to calm down a little. Hey, wieso kriegst du keinen Schaden mehr? Stopp! Hey, das ist unfair. So you don't have a vision after all. Seems Nee. like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. Das Schwert ist cool. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He carries a sword just like you. I've also heard that he possesses an animal vision. Warum suchst du nach It's ihm? none of your business. Du hast mich gerade angegriffen. Ich hätte dir den Arsch aufgerissen sonst. Also. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. Können wir den trotzdem nochmal verprügeln? This guy's problem. Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. Ja, wir können ihn trotzdem noch One thing's verprügeln. for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. Ausnahmsweise bist du auch mal schlau, Paimon. Hey, don't be mean. Paimon's smart lots of the time. Anyway, just to be on the safe side, we should go find Kazuha right away and tell him to watch his back. Ihm einfach eins aufs Fressbrett geben. Genau! Punch. Vielleicht eine besondere zu A Kasua. special connection? You mean beyond already knowing each other? Aber seine Bewegungen und Fähigkeiten ähneln Kasua ein wenig. Yeah, maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Naja, nein. There's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon, es gibt immer ein paar Leute, die zum Beispiel welche, die nehmen die Fäuste hoch und sowas. Es gibt aber auch die hier. Warte. So. Das ist, da gibt es schon Unterschiede. The Crox fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. Und manche bewerfen dich mit rosa Wattebäuschen, weißt du? Ein fremder Weg ohne Freunde. Das klingt traurig. So. Tschüpp. Ich habe schon wieder ein ungutes Geräusch von meinem PC gehört. Ich hoffe, der hält noch durch, bis das Netzteil da ist. You know where Kazuha is. You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Auch? Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. If it's because of that battle on Nizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention.
Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did. Was hat er I've heard gemacht? bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. Ja, ja, das hat er gemacht. Is it really as big a deal Das as ist genauso everyone's beeindruckend genau wie der making out to Kampf von Baido gegen Hazeman. Wer ist ein Heißhahn? Wer ist ein Heißhahn? be? Really? Hab ich schon wieder vergessen? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryou Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Freundschaft zeigen. Thank you. Guess we'll go pay a visit to the Tenryou. Mal eine andere Frage. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. Ja, ja, du kannst eh nicht weit gehen, würde ich mal behaupten. Weil die Alkohol liegt da oben. Hilfe? Da ist sie. Was machst du also hier? Hast du dich verlaufen? Komm, pass mal auf, ich zeig dir das. Wenn du den Weg nach Hause brauchst, gehst du einfach übers Wasser. Okay? Das geht schon. Okay? Gut. Wieso wird eigentlich die blöde Kügelchen hier oben noch angezeigt? Hebt sich normalerweise auf. So. Gehen wir mal hoch. Let's move out. Ach nee, Tenryou Commission. Falsche. Ich wollte darauf gehen. Was hat er schon wieder gemacht? Fragen wir einfach Sarah. Einfach Sarah fragen. Die weiß ja schon. Wenn er Mist baut. Ich finde die Statue hier immer noch echt cool. Jetzt mal, wenn ich daran vorbeilaufe, denke ich es mir. Let's move out. Finde ich sogar ohne den Augen, finde ich sie schöner. So, was geht? Ich gehe aus Raiden rein, da darf ich überall rein hier. Raiden hat einen Heimvorteil. So. Gucken wir mal. Oh, da ist er. Ernste Musik. It's you. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt Decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaidahara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the Shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaidahara name. Regarding the history of the Kaidahara clan, I trust that you're already somewhat informed? Ein In wenig. short, there was once a group of select bladesmiths who served the Shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the Almighty Shogun. The Kaidahara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaidahara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaidahara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaidahara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. We trust you can understand why this was necessary. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty Shogun and the Shogunate at large. However, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the Kaidahara clan's reputation and occupation restored, the Kaidaharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City with the Almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate.
I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode. Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaedahara, and the art of blade making for which it stood. Black Foxy, wie meinst du Character Reviews? I do have a responsibility to restore their honor. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaedahara Kazuha in town. Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedahara really parried the Shogun's strike. Sowas mache ich nicht. Also ich gucke mir schon immer die Charaktere an, wenn sie da sind. Ich schaue auch mir die Story komplett an. Ich habe in dem Genshin hier, mit dem großen Account hier, ich habe ja noch einen zweiten, habe ich sozusagen, schaue ich, dass ich 100%, also alles mache. Ich schaue die Charaktere, was ich ziehe ich. Wir ziehen auch wirklich Charaktere auf 90 hoch. Nach und nach, also ich habe jetzt halt hier, ich habe hier eine schöne schlaue Liste, ne? Warte, so rum ist schöner. Eine schöne schlaue Liste zum Beispiel. Ich schaue halt, keine Ahnung, wer mit wie skaliert, schaue, dass ich da die schon relativ passenden Artefakte kriege, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, zum 10. Mal wo reinlaufe, dann muss nicht 100% das passende Set sein, kann halt das 5. Artefakt was anderes sein. Wenn es mit Lebenspunkte zum Beispiel skaliert, dann ist mir das egal, weil den Set-Bonus kriegst du ab 4. Willst von anderen Spielern? Ach so, von anderen Spielern. Ja, von anderen. Das ist was anderes. Weiß ich nicht. Jeder spielt, wie er spielt. Holla, hey Magic. Jeder spielt, wie er spielt. Also, auch meine Charaktere sind nicht perfekt. Und könnten krasser sein. Ich finde immer, es muss für einen selbst Spaß machen und jeder muss selbst mit seinen Charakteren zurechtkommen. Was bringt dir... PC läuft doch? Der PC läuft auf Notbetrieb. Magic, deswegen machen wir Genshin und nicht Control oder sonst irgendwas. Ja, auf Notbetrieb läuft der PC. Aber Netzteil sollte morgen kommen. Problem ist nur, ich habe kein Auto. Und ich kann es nicht abholen. Auto ist in der Werkstatt. 3 Monate altes Auto. Okay. Ja. Ist ja auch ein Notfall. Nee, das sage ich zum Beispiel, meine Yoimiya zum Beispiel ist das beste Beispiel Black Foxy. Meine Yoimiya ist eine absolute Glaskanone. Die haut Damage raus und Schaden raus, wirklich gut. An sich alleine, ohne dass er irgendwelche großen Support-Sachen von was anderem bekommt. Sims läuft nicht über Notbetrieb. Und die macht sehr viel Damage. Aber, und sie ist tot. Jeder spielt alles ein bisschen anders. Ich muss sagen, zum Beispiel Ningguang, mit derer komme ich überhaupt nicht zurecht. Komme ich nicht zurecht, andere lieben sie. Also, Ich mach Story weiter. saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedahara Kazuha was using a delusion began to spread. What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding 2 elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the Shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. Das kann ich machen. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought.
It stands to benefit all of us. Das, Black Foxy, das kann ich machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, keine Ahnung, mit wem, wie würdest du, keine Ahnung, Jellan spielen, Mona spielen, Euler oder sowas, dann würde ich da mir schon dazu sagen, ich kann auch mal rangucken, alles kein Thema. Oder wenn jemand mal Hilfe braucht, irgendwie noch was auf 100% zu ziehen, ich bin da ein Spürhund. Ich habe es letztens erst wieder unter Beweis gestellt. Oh, ich finde die letzten Dinger nicht. Da ist was, da und da und da. Direkt hingelaufen. Guck, jetzt hast du deine 100%. Ich bin so ein Spürhund in solchen Sachen. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Why would such a dangerous individual be looking for me? Also ich kann dir halt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, wenn du Kogumi mit dem Set unten aus der, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, mit dem Set der Muschel und sowas spielst, das komplett voll machst und Lebenspunkte machst, ist sie ist eine meiner stärksten Charaktere dadurch geworden. Du das Blubberbläschen, ey. No. Für Babsi würde ich das auf keinen Fall machen. Me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaidahara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat forms. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. All the more reason to watch your back! This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury, or worse. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. Black Foxy, wenn du möchtest, kann ich jemanden den Charaktere hier anschauen. Ist ja kein Thema. Then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Alles gut. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. Was los, Mietz? The detective agency knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to... Was ist los? Oh, du hast Mundgeruch. Oh, du hast Mundgeruch. Geh weg. Oh. Dann breche ich das ab. Putz dir mal die Zähne mit. Nicht an mir. Sieht aus wie meine. Du hast gerade, du bist cute, wurde gerade gesagt. Du bist süß. Ja. Das hat gekitzelt. Hör auf. Jetzt habe ich Katzenhaare in der Nase. Hey there! We'd like to ask you a quick question. Weißt du, dass ich das T-Shirt frisch aus der Wäsche habe und jetzt schon wieder ganz viele Katzenhaare da dran sind? Ja, na genau. Schmier du noch ein paar ran. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaidahara Kazuha, we mean. Aha! So this is the renowned Mr. Kaidehara. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Mr. Kaidehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaidehara's personal information. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want.
If these were more legitimate Ja. commissions, Songo would have snapped them up in an instant. Millions? Of Mora? Whoa! Oh, wait. Langen Arm? At that price, you probably Ist nur hier still direkt neben mir. Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the sake of it. Beruhig dich! Sorry, I got a little off topic. Was machst du? What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a Jetzt hab ich da auch complete stranger Katzenhaare. is looking for Mr. Kaedehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryou Commission had very few leads, and I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would Ach absolutely so. get involved. Weil die Kamera rechts ist. Ich hab's jetzt nicht verstanden. Ich stand am Schlauch. Ja. Oh, looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing few people possess your prowess in battle. Was denn das für mit einem Satz unless you were aufgehört the oder was? first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. Könntest du von meinem I am Arm well runtergehen? aware Danke. of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured and lose their life because of me. Ah, nein, For the überall poor Katzenhaare. victim, this would be a completely senseless crime. Don't worry, we'll find him. Weißt du, dass du regelmäßig It seems gekämmt you are wirst? every bit the selfless hero they make Du you out verlierst to be, trotzdem so Mr. viele Haare. Kaedehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. It doesn't involve an attack, though. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Amenoma. Now there's a familiar name. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. 2 grown men going missing at the same time. Their cases are likely connected. Das war I don't Karma. know much in Ich the versuche way mich of zu erschrecken. I Schon recall flackert's. this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking Mates. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he Alter. would wish to attack me. Nur mal so. Für dich als Info. Mein Rechner läuft da im Notbetrieb eher so, weil seit gestern das Netzteil so langsam vor sich hin stirbt. Vielleicht schon ein paar Tage länger, aber gestern ist es mir aufgefallen. Ja. Deswegen. Also wir spielen hier auch andere Spiele, nicht nur Genshin, falls du Lust hast, mal öfter vorbeizuschauen. Lass uns beide Vorfälle untersuchen. Can't hurt. We never know what we might find out along the way. Ich bräuchte halt dann gleich mal deine UUID. Sounds Scheiße. good. Schon All the bestellt. best with your investigation. Kommt morgen I'll get an. moving shortly myself. Aber es muss halt erst morgen ankommen. Guck mal, gehen wir erstmal zum Schmied. Chip, 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 chip. Hallo. So, tack. Kann ich mal gucken. Chip.
Gar kein Name, cool. Euler, nice. Oh, du hast Klee und Keck. Die zwei. Zwei, die ich unbedingt möchte. Die zwei, die ich unbedingt möchte. Sogar, du hast sogar im Kleidchen. Voll geil. Nice. Du hast die fahle Flamme. Okay. Fahle Flamme ist nice. Ist auch gut. So. Nee, ich nicht einmal. Ich nicht ein einziges Mal. Oh, wie geil. Das ist gut. Auch, na, logisch. Dann würde ich mal sagen, ist Euler deine Main, ha? Wenn ich so schaue. Also Schwert ist cool. Das war das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn halt eins nicht passt, nimmst du ein anderes. Nicht nur sie. Ja, klar. Ganyu ist auch nice. Habe ich auch nicht. Wie viel Geld hast du schon verjagt? Also die Frage. Ganyu ist auch cool. Angriff, cool. Ich habe bei ihr das andere Set, was den physischen Schaden erhöht. Kann ich dir gleich mal zeigen. Ich habe da eine andere Mischung, aber schönes Schwert. Schon die ist auch cool vom Angriffsmuster her. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Ah, hey, Jellan, hey. Lass mich raten, du gibst ein paar Euro dafür aus, ne? Ja, okay. Jellan ist so für mich die absolute Nummer 1. Ein paar. Zähigkeit der Meliten ist eine geile Idee. Ist echt eine gute Idee. Könnte ich auch drauf schmeißen. Rein theoretisch wäre das echt eine gute Idee. Lebenspunkte in Prozent, weil sie skaliert damit. Oh. Kickwin. Kann man machen. Sie ist halt wirklich eine, die ich unbedingt möchte. Und Klee. Also Kegwin und Klee. So heavy. Klee ist auch eine, die ich unbedingt will. Brennende Pyrohexe. Perfekt eigentlich. Du, sag mir aber bitte nicht, dass du seit gestern ziehst, oder? Raiden. Raiden ist Raiden. Raiden ist geil. Raiden habe ich bei mir eigentlich, glaube ich, fast alles auf Aufladerate, gell? Bis auf eine Sache, da habe ich Verteidigung. Alles auf Aufladerate, bis auf eine Sache, die habe ich auf Verteidigung, weil ich einfach nicht bekommen habe. Weil ich einfach nicht bekomme. Doch, Klee hat gestern. Ach. Bei mir ist, warte. Euler so aufgestellt. Aber das mit Jellan ist eine gute Idee. Einmal, weil ich schmeiß nicht wirklich Geld rein. Ich kaufe mir, das Einzige, was ich mir kaufe, ist der 10er für den Erlebnispass. Und bei mir hat es ja zum Beispiel das schöne Ding, unter Schnee begraben. Finde ich echt geil, das Ding. Ist halt wirklich, wenn von Kryo-Schaden betroffen und alles. Und sie habe ich hier so mit fahle Flamme und blutiger Weg des Ritters, also um die zweimal physischen Schaden dazu zu hauen mit. Und halt dann auch hier Angriff in Prozent, Angriff in Prozent, Angriff in Prozent. Also die ist komplett auf Damage. Also komplett Angriff in Prozent. Jetzt nicht physischen Damage-Bonus, sondern Angriff in Prozent. Weil physisch habe ich irgendwie gefühlt nie passend gekriegt. Aber das ist nicht so schlimm. Aber guck, du hast ja auch was anderes.
Oh, die passt schon. Aber Jelland, das ist eine gute Idee. Da könnte ich rein theoretisch wirklich noch die Meliten mit dazu machen. Guck mal, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber die kleine Glee. Ich liebe sie, die so putzig. Die ist putzig hoch 10. What brings you here today? You two know each other? Aber hat immer 50% mehr physischen Schaden. The Kaedahara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Historically, there have always been deep links between the two clans. After I returned to Inazuma, I visited Guck mal, auf der Mr. Kamera bist du gar nicht Amenoma drauf. to pay my respects. Yes, you may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori festival. Weil jetzt ja. All bladesmiths Nee, trace their craft back to the same source. ich soll gar nicht mein Main DPS werden. Each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of different branches of the same art. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water as it turns stone to sand. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. As for the art of the Kaedahara clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind from the moment that forging begins. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Das überlege ich auch gerade. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedahara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My Aktuell actions schmeiß are ich guided Hydros da by my drauf. own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. Danke für den Follow. Black I Foxy. reported the case to the Tenryou Commission, but I haven't heard Ich lasse ihn anything nur kurz back so ausreden. far. Aktuell schmeiße ich das Hydros da drauf, weil ich mir wirklich nur gedacht habe bei ihr, ich hole sie raus für ihre Q und kurz für ihr E. Und das alles auf Lebenspunkte, wenn es geht. He didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. All I can do now is wait for the news from the Tenryou Commission. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Ja, da hat sie ja Hydro-Schaden wie Sau. Yes. Ruf On the ich. morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse. And neither of them came back. Ja, zum Ult auffüllen habe ich Sache Rose. Yes. Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth überleg be mal. told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for
he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. Yuya is not that kind of person. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Huh. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear, with neither farewell nor fair warning. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Wir sind noch nicht fertig mit den Artefakten. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. Ja, aktuell, warte. Hat sie ja hier, den Hydroschaden 15%. Aber Lebenspunkte klingt... Ich glaube, das Militen-Set packe ich wirklich drauf. Guck mal, du hast mich auf eine Idee gebracht. Das hatte ich gar nicht dran gedacht, dass das ja das Lebenspunkte macht. Hatte ich echt nicht null dran gedacht. Danke! Dann machen wir das als nächstes eher. Machen wir da unten noch ein bisschen weiter. Ja, hab ich. So. Das ist so ein Set, das habe ich gefühlt noch nie gebraucht. Und deswegen auch null dran gedacht, dass es das auch noch gibt. Muss mal durch. So. Tschüpp. Hallo. Warum hältst du den Kopf? Bist du vor eine Wand gelaufen? Sorry, but we cannot afford to pay what we owe right now. Was? My husband has gone missing and I'm still trying to find him. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if we may. Ah, I see. Ja gut, Zhongli habe ich auch nicht. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? I'm afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Ich muss mal ganz viele Nachrichten antworten. He lost his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. He wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. I'm happy he has a hobby and I'm willing to support him, but making ends meet has to come first. I've tried talking to him about it so many times, but he never listens. Jetzt habe ich dich auf der Seite ignoriert, jetzt versuchst du es von der, oder was? I gave him an ultimatum. I said,
If he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would divorce him and take the children with me. Whoa! And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow. On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said those words, he froze and was silent for a long time. When he finally spoke, he awkwardly mumbled that he would pick out a few items to sell. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Es ist wichtig. Du hast nichts falsch Had I gemacht. not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. I see. I understand. Ame no Mayuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Perhaps he's too afraid to come home now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. But the information we gathered from the other side suggests Ame no Mayuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. This situation is getting a little confusing. A little confusing? More like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Ich habe nebenbei zugehört und ein bisschen nach meinen Daten gerade vom PC geschaut. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Well, Paimon was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and... Nope, never mind. Paimon's brain needs to rest for a while. Over to you. An interesting explanation. I was also considering this possibility. Ame no Mayuya is an expert on swords. He could have noticed some problematic details about Mr. Nagato's collectibles. Maybe he recognized a blade as a fake, or a well-known stolen item. Either way, after arguing about it, the two men agreed to hide the truth of this matter. They thought a fire would destroy everything. But then the Tenryou Commission began investigating and uncovered some incriminating details, so they fled to protect their secrets. But it's a far-fetched theory. I can't imagine how they would have been able to reach an agreement. One fact that I keep coming back to is that Ame no Mayuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither seems like the type of person who is inclined towards initiating conflict. Mr. Nagato, being heavily in debt,
is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? So ein Angreifer klingt auch unlogisch. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Amenoma Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a wild goose chase. Let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be... Okay. Geht zum Lagerhaus. Die Offenbarung im Chaos, okay. Hier ist kein abgebranntes Lagerhaus. Wait. Alter. I hear something ominous in the wind. Oh! This must be another one of those sounds that only you can hear. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... Das ist ja verlässlich. Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. But there's nothing here. Wer hat sich nicht geduscht? It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma, the remnants of the Tatarigami. Indeed, but this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. Huh. So it's an underground warehouse. The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place, but the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. Fällt das denn auch nicht auf? From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. So what should we do now? Go down and take a look? Ja, Step natürlich. back. I'll open the door and take a look in. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Scary. Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out. Warehouse Boogeyman. All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy's source left this place. Two ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much misfortune. Dürfen nicht länger zögern. Let's Ab go. dafür. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. Quiet your mind
and focus on what you sense around you. Ich schnüffel, okay. From this point, the trail appears to split into two. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here and seems to be dissipating slowly. Quite possibly. Let's search the area. Whoa! Look at all those hilly churls! They're acting really strangely. Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. Crush! Shudder! Crush! It's... Ugh! Look at this red stuff! What is... By the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite some time ago. Well, let's take a look. According to this letter, a conflict arose because Ame no Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could, eventually stopping here to write this letter when his strength gave out. So, where is he? He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. There's nothing more for us to find here. Yes. Right now, we need to uncover some more important truths. If Ame no Yuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Right! So let's get moving! I wouldn't be surprised if he, too, fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance, but also zeroes in on the attacker's identity. Wait! You figured it out? So these two cases are connected after all? I believe so. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. Ab dafür. Na, hallo? Ich hab gedrückt. Was hat denn da gebimmelt? Nehme ich den Aufenthalt so? Was hat denn da gerade gebimmelt? He
seems to have stayed here for a long time. Why here? Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Show yourself! It's no use hiding anymore. Kaedehara Kazuha. It's you, at last. Aha! So it is the same guy from before. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. If it is Ame no Miyuya that stands before us. But what if instead of facing Ame no Miyuya, we are in fact facing the blade in his hand? Der Schwert, was so cool ausschaut. Mention it. It is giving off a strange light. Whoa! Surely you don't mean... Are you... Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, and more recently using the sale as a means to affect, or rather as a means to occupy, Ame no Miyuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. As a descendant of the Kaedehara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. All he needed was more time and a little faith. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. He not only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So... swords can become conscious and control people? The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. But that gave me the opportunity to take action. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. I seek but one thing: to face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power, the might of Ishin art. So Ame no Miyuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful! After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Ame no Miyuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Ame no Miyuya's body, I have found you, and by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Kaedehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi.
There can be no other to serve as my host for what is to come. Now, give your body over to me! Wind Strider! Illusion shattered! Beg for mercy. Vengeance Rewrite will be history. mine. Shudder. Join me and sever that divine light! Hold the line! Rewrite history! There is no escape! Crush. Do not stand in my way, or I will strike you down too! Your bluff's fooling no one! You've lost! Lost? I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. Dann schlage ich dich in Stücke. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. And even if I were to lose my physical form, it is but a small setback. My consciousness shall endure. By any means necessary, and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art. But from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his moves? As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Aminome Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that regard, why would I ever need your help? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped. After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminome Yuya and make your escape. And what of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has come at a great cost. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal! You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life. Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have desired? You... Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding.
How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between a blade and its bearer? Silence, you blabbering fool! I must achieve my goal. This was his LiveStream, and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. And you should face reality. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedahara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in exchange. How stubbornly you stick to your wayward path. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Amenoma Yuya from your control. I accept. Don't do this, Kazuha! This is the only way to save Amenoma Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. The Cursed Blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Amenoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. But even so... Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. We have a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. Na gut. Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me in your hand. Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. Wenn du dich unwohl fühlst, sag es mir. I will. What should we do next? Do you have a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Wait a minute! Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the Takasukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. Der ideale Ort. All right. Please lead the way. Die geht länger als erwartet, die Story. The blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Are we sure this is a good idea? It's a pretty treacherous journey. Okay, fine. Just be careful. So, pass auf. Ich würde tatsächlich hier jetzt Schluss machen für heute. Es ist immer noch unter der Woche.